Moin zur 99. Folge von Gerrits Tagebuch. Ich bin schon ganz aufgeregt auf die 100. Folge, weil ich habe gehört, man wird mich da überraschen. Ich soll mir keine Gedanken machen darüber. Mal gucken, was da kommt. Jetzt machen wir erstmal die 99 und die wird bunt. Die wird bunt, weil sie wird ganz viel Achterbahn-Thema haben. Aber danach kommen auch noch viele kleine Themen, die mit vierrädrigen Dingen zu tun haben. Kommen wir zur Achterbahn. Thomas steht hier stolz vor einem Werk, was man sagen könnte, was echt lange gedauert hat, viel länger als wir geplant haben, nämlich am Ende fast 3 Monate. Weil wir haben festgestellt, es ist gar nicht so einfach, in welchem Maßstab wir die Achterbahn bauen werden. Je größer wir den Maßstab machen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, glauben wir zumindest, dass es funktionieren wird. Je kleiner der Maßstab, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding überhaupt auf unsere Anlage passt. Denn es ist eng da oben. Es ist unser Herzenswunsch, dass das zu der Kirmes im Mitteldeutschland-Abschnitt kommt und nicht irgendwo fest installiert, irgendwie hinten in Dänemark oder sowieso so eine große Wiese bekommt, sondern dass es Teil der Kirmes wird. Und da ist es eng. Das heißt, eigentlich müssten wir da möglichst klein werden um möglichst viel diese Achterbahn zeigen zu können. Es geht dann im nächsten Schritt darum, da haben wir auch schon ganz viel drüber nachgedacht, können wir die kleiner machen, ohne dass sie dieses typische Voltron-Bild verliert. Das sind alles Dinge, die werden in der Zukunft noch entstehen. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie wir das technisch zum Laufen bringen. Das hier ist die große Variante. Was hatten wir gesagt? 1:82 genau. Ist die hier? Die ist 1:82, ja. Der Wagen. Der Wagen ist 1:82. Diesen Bogen zum Beispiel nimmst du oder den Looping? Sollte auch 1:82 sein. Okay. Ich dachte, das ist 1:74. Ja, weil ich wollte das unbedingt mal machen und dann habe ich es jetzt mal kurz ausgerechnet und das ist 1:82. Ich war auch ein bisschen erstaunt. Hintergrund ist, wir haben eigentlich sozusagen Reverse Engineering gemacht, also sprich den Wagen gezeichnet. So wie er gut mit den Magneten, die für diese Fahrbahn geeignet sind, gut passt, wie er dann gefällt und schön alles verschwindet. Und dann ist es mehr oder weniger daraus entstanden. 1:84 freut mich gerade, weil meine Sorge war immer, dass das Ding optisch zu groß ist. Das wäre es dann ja gar nicht. Ihr könnt es noch größer machen eigentlich, ne? Einen ganz kleinen Tick. Also Passt das Ding auf die 1:82, ne? Anlage? Nicht 1:84. 1:82. 1:82, Ja. Okay. Und die hintere müsste etwa 1:100 sein. Die hintere ist 1:90. 1:90, okay, also Jetzt haben wir endlich mal richtige Zahlen, ne? krass, hätte ich nicht gedacht. Also, hier haben wir 1:82 und 1:90, 2 Bahnen aufgebaut in völlig unterschiedlicher Größe und auch in unterschiedlicher Schienenbreite. Weil klar, die Antriebsschiene, das ist unser Herzstück. Ohne die funktioniert es nicht. Und da müssen wir möglichst viel Power reinkriegen bei möglichst wenig Wärmeentwicklung. Deswegen gingen wir davon aus, dass das Limit ist. Darum dann die Schiene gezeichnet und dann ist das optisch so. Und die Schiene ist genau genommen, wenn man so unseren Maßstab anguckt, wenn man sich das optisch anguckt, ein bisschen zu dick. Und dann kam Axel eines Morgens hierher und sagte, komm, wir können doch auch den Leiterbahnabstand, wir fahren ja überwiegend schnell mit so einer Achterbahn, wir können auch den Leiterbahnabstand vergrößern, damit die Leiterbahnen dicker machen und damit wesentlich mehr Strom durch die Leiterbahn durchkriegen bei geringerer Hitzeentwicklung und müssten eigentlich den Vortrieb somit verstärken können bei geringerer Hitzeentwicklung. Das heißt, wir haben Reserven und diese Reserven könnten wir nutzen für den Stripe, also diesen Antriebsstripe, doch wieder schmaler zu machen. Denn wenn wir den schmaler machen, können wir die Schiene filigraner machen, was man hier schon sieht, was optisch wesentlich besser aussieht. So, viele wenn, aber theoretischen Krams, nach dem Motto, man könnte. Und du hast gemacht. Ich habe gemacht und du darfst gerne mal den Knopf drücken und dann können wir die mal fahren lassen. Du kannst den Wagen dir noch mal angucken. Der sieht sehr original aus wie die Voltron selber. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist die Sitzreihe ein bisschen schmaler. Also die Personen sind weiter zusammen, damit wir nicht so viele Hebelwirkung haben. Und ja, die Magneten sind schon unter und wir würden das jetzt einmal mal ausprobieren. Und ich will, dass du aber das bedienst. Und ja, gucken mal, wie deine Reaktion ist. Man muss dazu sagen, gestern hat es nicht funktioniert. Also so einigermaßen funktioniert, ist er bis hier gekommen. Und dann haben wir schon rausgekriegt, dass wir doch hier ein bisschen zu viel Spiel haben. Aber du hast die Bahn jetzt verbessert, dass du trotz des Spiels genau, Sascha hat die Magnete nochmal. Ja. Ich habe ihn schon Probe gefahren. Das wäre jetzt ein Geheimnis, aber aufgestellt ist er. So, hier befindet sich der Startknopf und ich drücke ihn noch nicht, weil ich wollte euch noch kurz was erzählen dazu. Wie steuert man denn so eine Achterbahn? Am Anfang haben wir gedacht, okay, da kommt so eine Platine von der Formel 1, so eine ähnliche, die Axel macht mit einer festen Software drin rein und die erledigt das schon. Dann wurde uns aber ziemlich schnell klar,
oh, so eine Achterbahn fährt ja nicht eine konstante Geschwindigkeit, sondern das muss ja wirklich exakt stimmen mit berghoch. Wird sie langsamer, dann wird sie wieder schneller und so weiter. Das ist schon ganz schön komplex, was da gesteuert werden muss. Dazu kommt, es könnte auch ein Fehler passieren. Es könnte so eine Achterbahn stehen bleiben. Und spätestens dann kommt eine Stand-alone-Platine, die das alleine steuern soll und einfach nur Befehle rausgibt, wie die Achterbahn fahren soll, an ihr Limit. Denn ereignisgesteuert auf Fehler zu reagieren, das geht mit der PC-Software einfacher. Und ja, ich habe mich rangesetzt. Was hatte ich gesagt? Eine Woche brauche ich, um aus der Formel 1 Software eine Achterbahn-Software zu machen. Pustekuchen. Es ist, wie immer, komplizierter, als man denkt. Jetzt haben wir zwar hier, also die Grundlage ist die Fahrzeugsteuerung, nennen wir sie. Die kann die Flugzeuge, die Schiffe, die Autos steuern. Neuerdings auch die Formel 1 und jetzt auch Achterbahn. Und deswegen gibt es jetzt hier eine etwas schematisch gezeichnete Achterbahn, wo wir auch den Wagen hier sehen und jetzt dann gleich losfahren können. So, da ist er, richtig aufgestellt. Steht ist er, hinten. genau, hat schon vibriert. Drück die Daumen, drück die Daumen. Dann würde ich mal sagen, dann drücken wir jetzt Go. So, müsst ihr gleich losfahren. Genial. Rückwärts gucken wir jetzt gleich, was er macht. Super, die steht ja genau richtig. Genau. Das heißt, er hat keine Phasen verloren. Weil am Anfang sah es ganz kurz so aus, er hat ein bisschen geruckelt. Ja, ja. Aber er hat keine Phasen verloren. Das ist super, weil der ist genau auf der Leiterbahn angekommen, wo die Bahn ankommen sollte. Weil es sind ja 0,7 mm Abstand zwischen den Leiterbahnen und ich kann immer diese kleinen Sprünge machen, immer um 0,7 mm. Wenn das dann ganz schnell fährt, dann sieht man nicht, dass es eigentlich nur einzelne Sprünge sind. Das heißt, auf der gesamten Strecke hat die Bahn keine einzige Leiterbahn verloren, also keinen einzigen 0,7 mm Phasensprung nicht gemacht. Und das bei den ganzen Verkantungen, die wir noch drin haben. Genau. Und wir haben alle Waggons, also sind ja 4 Waggons. Perfekt. Das ist Hoffnung. Aber ich habe noch was schlechte Nachrichten für dich. Rückwärtsfahren manchmal funktioniert nicht so doll. Achterbahn fährt ja natürlich auch nicht rückwärts, aber für den Testlauf müssen wir das so hinkriegen, dass sie auch die ganze Zeit rückwärts fährt. Die fährt rückwärts. Die fährt rückwärts. An einer Stelle. Ja, ja. Wenn wir sie denn bauen. Also Machen wenn wir wir die Stelle mit Ah, ja, reinnehmen, ja, dann klar, fährt sie stimmt, da tatsächlich stimmt. rückwärts. Also wir Einmal so, ja. sollten tatsächlich, wir müssen dazu sagen, wir haben erst hinterher gemerkt, dass wir den perfekt nachgebaut haben, beziehungsweise Thomas. Perfekt so wie die Achterbahn im Original, wie der Wagen ist. Aber für uns ist das ein kleiner Nachteil, weil der Schwerpunkt durch die Figuren weiter hinten liegt und damit das gesamte Element, das sind halt 4 verschiedene, nach hinten kippen will und dadurch verkantet. Das heißt, wir müssten eigentlich ein bisschen schummeln, die Figurenreihe, die Sitzreihe ein Stück nach vorne setzen, damit der Schwerpunkt genau über dem Magneten ist. Und dann wäre das Problem auch komplett gelöst, dann würde die vorwärts wie rückwärts fahren. Und ich würde sagen, das ist einfach jetzt eine technische Notwendigkeit, das ist ein Kompromiss und sowieso, auch wenn der Spruch von mir ganz selten kommt, das sieht keiner. Dass wir den nochmal neu bauen. Ja, ja, das können wir immer noch. Alles klar. Glückwunsch an Axel und dich. Meine tolle Steuerungssoftware ist gar nicht so viel verantwortlich für den Erfolg, auch wenn das anstrengend war. Ich freue mich sehr, weil es ist eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass wir das zum Laufen kriegen. Letztes Mal habe ich, glaube ich, noch 50 gesagt. Jetzt sind wir bereit für die Rückwärtsfahrt, die nicht funktionieren wird, sagst du. Doch, die funktioniert, aber nicht immer. Deswegen. Was ganz cool ist, ich glaube, für Sascha war das Thema hier eine echte Erleichterung. Es ist zwar auch trotzdem schwierig, diese Magneten hier zu bauen, aber nicht so schwierig wie für die Formel 1, was? Da hinten stehst du? Die waren einfach, okay. Gucken wir mal, ob deine Magneten auch rückwärts fahren können. Ab geht's. Boah, das muss Spaß machen. Komm, komm. Schafft er. Ja. Schafft er. Die am besten ziehen, ja. Ziehen ist am besten. Die sind nicht. Die sind Aber es ist schon witzig, ziemlich dass er stabil. nach dem Abrutschen nicht wieder Fahrt aufgenommen hat. Weißt du, was ich meine? Mach noch mal vorwärts und noch mal rückwärts. Kann sein, dass es beim zweiten Mal mit dann macht. Ach, er zuckt. Er hat eine Phase verloren. Ja, aber mal gucken, ob wir das hier hinten sehen. Wenn er hier noch mal verliert, dann kommt er nicht an. Aber ja, er hat bestimmt einen verloren. Mehr verloren, ne? guck mal. Ja, ja, siehst du? Aber dann machen wir noch mal rückwärts. Hier haben wir jetzt das Gegenstück gesehen. Hier hat er ein paar Phasen verloren. Aber die Strecke ist auch noch voller Verkantungen. Das heißt, es darf noch passieren. Und wir sind ja sowieso super gespannt, ob die kleinere Bahn
die ihr dann wahrscheinlich in der nächsten Folge, spätestens in der übernächsten, in der 101, dann zu sehen kriegt, ob die vielleicht noch besser fährt. So, Rückwärtsfahrt. Funktioniert. Doch, klappt. Siehst du? Geil. Dann liegt das an der Software immer noch ein bisschen. Hammer. Und was ganz witzig ist, ich fahre diese Bahn gerade schon zu schnell. Also programmiert ist sie so, dass sie optisch immer noch zu langsam wirkt, finde ich sogar. Das heißt, hier, wenn sie hier so runterknallt, würde ich sie fast noch schneller machen, obwohl sie schon zu schnell programmiert ist. Nur die oberen Teile, da und im Kopf, im Looping, habe ich eine realistische Geschwindigkeit. Und danach bin ich eigentlich schon bei fast 100, knapp über 100 Stundenkilometer. So witzig, dass in dem Maßstab, wenn man es klein macht, man Geschwindigkeiten nicht mehr so richtig mit dem Auge realisiert. Gut, dann fahren wir noch mal vorwärts, ein letztes Mal. Ich will es noch mal sehen, weil der nächste große Schritt ist dann halt, diese hier in Betrieb zu nehmen, weil der Magnetstreifen ist halt ein gutes Stück schmaler und damit hätten wir viel mehr, ich sag mal so modellbautechnische Möglichkeiten, ne, wenn wir den kleinen Streifen hier nehmen. Geil. Perfekt. Die Voltron in ihrem gesamten echten Ausmaß in unserem Maßstab würde etwa 3,50 Meter belegen. Wir könnten in der Mitte ein bisschen was rausnehmen und die beiden hauptinteressanten Stellen dann verbunden irgendwie hier einbauen. Aber selbst dann reden wir über 2,50 Meter. Das sind nur 2 Meter. Wir brauchen 3,50 Meter. Was wollen wir denn alles abreißen, um die hier hinzubauen? Aber ich hätte sie so gerne in der Nähe der Kirmes, weil das würde einfach passen. Also kam folgende Idee. Man kann hier ein Stück Berg wegnehmen, steht nicht unter Denkmalschutz, ist zwar 25 Jahre alt, kann man abbauen und macht sie darüber oder sogar hier ein bisschen um die Kurve herum, weil dann müsste man eigentlich nur die beiden Fahrgeschäfte verlegen, die Achterbahn, sorry, wir können das besser, und die 5 Fahrgeschäfte, vielleicht bis zu 5 Fahrgeschäfte müsste man verlegen. Oder wir machen sie kleiner, ein bisschen gedrungener, lassen vielleicht den hinteren Teil weg und machen sie nur hier hin, das wäre einfacher, weil die Modelltechnik würde sich ganz schön ärgern, wenn ich Ihnen sage, nehmt mal bitte all diese Fahrgeschäfte weg und die ziehen jetzt da hinten auf den freien Platz um. Dann sind die 3 Monate beschäftigt ungefähr. Also wir suchen den Kompromiss, aber momentan ist das Ziel, dass hier das Hauptgebäude von der Voltron steht und dann hier so dieser Hauptbereich mit dem Doppellooping und den Schrauben hier ist. Es dann gerade hier rüber geht und entweder müssen wir den Bauer mal fragen, ob wir da Fläche haben dürfen oder wir gehen da lang und machen da den hinteren Teil. Das ist die momentane Idee. Und je kleiner, desto besser. Hiernach käme nämlich noch eine Testanlage und zwar mit der Größe, die wir uns dann endgültig entschieden haben und die wird dann auch noch Drehungen haben. Weil das müssen wir auch noch testen. Das müssen wir dann später noch mal testen, genau. Jetzt haben wir nur eine Teststrecke mit geraden Platinen. Dann müssen wir extra Platinen noch mal anfertigen lassen, die vielleicht ein bisschen gewölbt sind, weil wenn wir jetzt, hier müssen wir eigentlich schon eine gewölbte Platine haben, weil hier ist nachher ganz viel Spannung drin, genau. Also diese Platinen lassen sich ja so biegen und eigentlich lassen sie sich auch bedingt so torsieren, so dass man eine Schraube einbauen kann. Wir haben aber festgestellt, dass das hier ist easy, aber dieses Drehen ist doch gegen die Physik dieser Platine. Das will sie nicht. Da wehrt sie sich. Man merkt, das muss man schwieriger machen. Also haben wir uns gesagt, dann wird es auch nicht so langlebig sein. Es wird dann langlebiger sein, wenn wir sie von Anfang an. Das wird nicht so leicht geometrisch zu berechnen. Ja. Wenn wir diese Biegung sozusagen, wenn dieses hier in einem solchen Stück eine Schraube machen soll, dann würde die Platine schon irgendwie so eine Form haben, eine ganz dass kleine sobald ich so mache, die Schraube sich von alleine ergibt. Ja. Und das ist der Plan. Da müssen wir noch mal ein bisschen Gehirnschmalz reinbringen. Und das wird dann die 3. Testanlage, die letzte dann hoffentlich. Ja, dann gehen wir in Großformat, dann machen wir sie komplett. Und dann müssen wir uns auch entscheiden, wie das Großformat aussehen wird. Und das wird noch ein bisschen dauern. Ja, da bin ich sehr gespannt, weil die Anlage ist nicht groß genug für alles, was wir wollen. So, wir haben ein Formel-1-Thema, weil hier sieht man gerade, dass die Formel E gerade fährt, ihr Rennen, aber mit weniger Autos. Die habe ich nämlich hier. 5 habe ich rausgenommen, weil dafür sind 5 neue, die jetzt gleich ihre Jungfernfahrt haben werden. Die neue Saison bei der Formel E hat begonnen. Die Teams haben teilweise neue Designs und deswegen haben wir natürlich auch gesagt, da wollen wir aktuell sein. Wir haben nicht alle 22 Formel-E-Autos neu gebaut, weil man muss sich vorstellen, dass der Aufwand für das Zeichnen dieser ganzen Beschriftungen und so weiter ist ungefähr ein Tag.
das Auto dann zu lackieren und die ganzen Aufkleber drauf zu machen, zu beschriften, ist nochmal ein Tag pro Auto. Das heißt, wir haben uns die Teams angeschaut und haben gesagt, bei der Formel E machen wir einen Kompromiss. Das Auto ist ein Einheitsauto, hat sich gar nicht geändert. Einige Designs haben sich so gut wie gar nicht geändert. Komm, dann machen wir jetzt als Kompromiss, weil wir nicht so viel Zeit haben, nur die 5 Autos neu, die sich deutlich geändert haben. Und die zeige ich euch jetzt mal. Kommt mal mit. Als erstes gibt es den Lola. Das ist nämlich eine ganz einfache Entscheidung gewesen. Das Team Lola ist nämlich neu. Das heißt, da gibt es überhaupt gar kein Pendant dazu. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, rausgeflogen dafür ist das Team Cupra. Abt Cupra ist, glaube ich, jetzt Lola. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber dieses wunderschöne Auto ist leider raus. Wir haben den Lola auch nur einmal gebaut, weil wir fahren die Formel E-Rennen mit 14 Autos, haben aber 22 Autos im Schattenbahnhof. Also haben wir uns gesagt, diese Saison sind wir mal zeitsparend, weil wir gerade so viel zu tun haben. Es gibt nur einen Lola. Nächste Saison machen wir sie alle neu. Dann haben wir hier den Porsche und das war das alte Modell. Und man sieht, den Porsche, den machte Sinn neu zu machen, weil komplett das Design geändert. Dann haben wir noch ein weiteres Team, was neu ist. Ich nenne es mal XRO. Ich weiß gar nicht, wie der offizielle Teamname ist. Und dafür ist NIO rausgeflogen, ist mein Stand. Das heißt, dieses schöne Auto gibt es auch nicht mehr. Den packen wir wieder hier nach hinten. Und dann gibt es noch Teams, wo die Designänderung uns zu doll war, als dass wir es vertreten könnten, das alte Auto weiterzufahren. Das ist der Jaguar aus der letzten Saison. Und da haben die designtechnisch echt was draufgelegt. Also wollten wir den natürlich auch neu machen. In dem Fall würde ich ganz subjektiver Geschmack fast sagen, ein Rückschritt. DS Penske hatte letztes Jahr dieses Auto. Und die sind ein bisschen einfacher geworden im Design. Aber der Unterschied ist auch so stark, dass wir gesagt haben, den wollen wir aufbauen. Das sind also die 5 Fahrzeuge, die sich am dollsten verändert haben. Demnächst gibt es die neuen Formel 1 Autos. Ich glaube, am 19. Februar werden die vorgestellt, alle gleichzeitig. Wir werden dann am Bildschirm hängen und sofort loslegen. Wir haben nur ganz wenige Tage Zeit, um wirklich 20 neue Formel 1 Autos dann zu bauen. Das werden wir wahrscheinlich nicht mal schaffen, weil, hatte ich ja gerade erzählt, ein Auto bindet uns pro Person mindestens 1,5, eher 2 Tage. Wir werden das zu dritt machen und geben dann Gas, dass wir versuchen, erst zum Saisonstart schon die neuen Autos zu haben. Jedoch kann es sein, dass das Auto an sich, das Fahrzeug, sich bei einigen Teams so stark geändert hat, dass wir uns eventuell vorstellen können, das ganze Auto neu zu kreieren. Also am Computer die 3D-Zeichnung bei Null zu beginnen, dann schaffen wir das nicht bis zum Saisonstart. Dann halt nicht, aber es soll natürlich annähernd perfekt sein. Bevor wir jetzt hier diese sehr leisen Formel-E-Autos, die 5.9 in Betrieb nehmen und ihr erste Bilder vom ersten Rennen seht, haben wir noch was Lauteres für euch. Weil wir haben uns gedacht, es gibt so ein Testding, was einige von euch aus der Testphase kennen. Und wann immer wir das hier aus Spaß fahren lassen haben, waren vor allen Dingen die Kids, die Großen und die Kleinen, so begeistert, dass wir gedacht haben, das fahren wir jetzt hier immer und es braucht den passenden Sound. Hier mal das Sound Engineering Team beim Finden des Sounds fürs Dixie-Klo. So, ich stehe jetzt vor einer grünen Wand, das ist auch der Greenscreen genannt, weil das, was jetzt kommt, das ist für die Ohren und fürs Auge und für die Ohren vielleicht etwas anstrengend. Deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen schöne Kulisse machen, damit das, was jetzt kommt mal her, nicht so anstrengend wird für euch. Denn wir haben ja noch die Dixie-Toilette auf. Traut euch, kommt! Wir sollen auch dazu. Alle da jetzt dazu. Wir haben ja die Dixie-Toilette und momentan fährt die Dixie-Toilette mit einem schönen AMG 8-Zylinder-Sound auf der Anlage durch die Gegend als Safety-Car sozusagen. Aber das passt ja nicht, oder? Nee. Wie macht das Dixie-Klo? Keine Ahnung. Stellen wir uns das vor. Das Ding fährt los. So? Perfekt. Mach du mal. Das ist sehr gut. Nächster Versuch. Die müsste höher, der kommt ja mit Vollspeed an, ne? Ich will noch den großen. Ja, warte. Wir machen das im Kanon. Okay. Oder wie nennt man das, wenn man zweistimmig gemeinsam ja, singt? ne? Ich gebe Vollgas auf der Geraden. Ja.
und dann bremse ich an. Und dann kommst du mit dem... Dann mache ich da einfach machst du die Stückchen. Also, ich gebe jetzt Gas. In dem Zusammenhang ein blöder Spruch. Ne? Spring nicht an. Quality Content. Wir brauchen dieses ganz hohe. Der gibt Vollgas auf der Geraden. Ich kann das, ich komme nicht so hoch. Ich komme beim Singen nicht so hoch. Das knallt noch nicht, ne? Du musst halt die ein bisschen locker lassen. Die muss vorne schon zusammen. Auf die Lippen pressen und dann... Mit voller Stärke, aber dann hörst dann du noch mal, einmal, dann musst du einmal kurz aufhören und sofort und dann I wieder try. rein. Dann Ich kann ja das Gaspedal simulieren. Okay. Okay, du machst an. Ich glaube, daraus kann ich alles zusammen basteln. Na Thomas? Hallo Gerrit, was willst du wieder von mir? Hier, dieser Schrott ist 11 Jahre, 12 Jahre, 13 Jahre bei uns sauber geflogen und jetzt wollten wir die in das neue Design umlackieren, haben die abgeschliffen und da ist nichts mehr übrig. Ja. Kannst du mal eben abfotografieren und neu machen? Das geht ja ganz schnell am Rechner. Sei mal froh, dass ich die schon gemacht habe. Ja. Weil ich ja sonst nichts zu tun habe. Also, hier, das ist unsere schöne Lufthansa 747. Wir dachten, wir können die mal auf das neue Design umlackieren. Einmal abgeschliffen. Das ist so altes, dünnes Plastik, das geht nicht mehr. Also, so weh es tut. Es war auch nicht gestern, dass Thomas angefangen hat. Es war wann? Vor 4 Wochen ungefähr. Vor 4 Wochen. Also haben wir uns gesagt, komm, wir machen das jetzt mal selber komplett. Solche Modelle kann man in der Anforderung, die wir sie brauchen, nicht kaufen. Also zeichnen. Und wie lange brauchst du noch? Ist schon fast fertig. Diesmal habe ich habe ja schon mehrere Flugzeuge gezeichnet. Diesmal habe ich echt so gezeichnet, dass ich die Hälfte hier immer zu sehen habe. Dann kann ich genau sehen, ob das nachher passt, wenn ich das hier rein tue. Also wir müssen die in eine bestimmte Größe bauen, weil unser Drucker ja limitiert ist. Ja. Und deswegen teile ich den Rumpf in 3 Teilen. Die Tragflächen teile ich nachher in 2 Teilen. Und so können wir unsere Kabellage, die hier zu den Turbinen geht und alles schon reintun. Und ich kann das viel besser sehen. So leicht geht das eigentlich, ne? Ja. Also, man fragt sich, es lohnt sich das? Was mache ich den ganzen Tag? Was macht er hier den ganzen Tag? Ja. 4 bis 5 Wochen für so ein Flugzeug am Rechner sitzen. Es lohnt sich, weil man kann jetzt auch nicht zu Boeing gehen und sagen, gib mal die Pläne und dann hauen wir das auf den Drucker fertig, weil dann stimmen die ganzen Dicken der Wände nicht und so weiter. Man muss es neu zeichnen und wenn man es neu zeichnet, ist der Vorteil, dass Thomas uns schon gut und lange kennt und genau weiß, was benötigt wird. Was benötigen wir für Aufnahmen fürs Fahrwerk, für die Akkus, für den Motor, für sämtliche andere Technik, die da drin ist. Was ist eine gute Wandstärke, sodass wir die auch noch 2-3 Mal umlackieren könnten. Und die Trichter. Die Trichter, wie werden die sind angebracht? schon gedruckt, genau. Ja, Sonst haben wir die Trichter gegossen. Denn siehst du jetzt gerade, wo du hier bist, fehlt Lautsprecher. die Parkdiode, genau. Ja. Die muss ich noch einzeichnen. Siehst das du? heißt, man spart unheimlich viel Zeit nachher beim Technisieren des Flugzeuges und vor allen Dingen bei der Wartung. Besonders bei der Wartung. Es ist einfach viel wartungsfreundlicher. Deswegen, ich hoffe, es macht dir einigermaßen Spaß. Mir macht Spaß.
Alle anderen werden sich auch freuen, wenn dieses Ding irgendwann in 6 Jahren ihren Jungfernflug hat, oder wann bist du fertig? Nein, die muss noch gedruckt werden. Das machen wir außerhalb oder eventuell im Haus. Alles klar. Ne? Ja, so viel zum Thema Flughafen. Gibt es auch mal neue Flugzeuge. In diesem Fall ist es gar kein neues, aber es kriegt das schöne neue Lufthansa-Design und wird strahlender denn je sein, als wenn das eine Neuzulassung ist. Und das Schöne, wenn was kaputt geht, dann sage ich, okay, das habe ich mal gemacht. Drucken wir kurz nach. Im Haus zum Beispiel so eine Turbine, drucken wir nach. Die andere würden wir dann trennen und dann, wir haben hier kleine Passungen drin und dann wird die andere einfach da reinarbeitet wieder. Was ich gerade sehe, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das ist ja eine 747-600 oder, aber keine 747-8, ne? Nee. Weißt du das? Nee, ne? 747-400, glaube ich. 400. Genau. Dann kläre ich noch mal, also ganz blöde gefragt, wenn ich jetzt doch sage, eine 747-8 wäre doch eigentlich cooler, kriegst du das umgezeichnet? Das Schöne ist, guck mal, ich drücke mal einmal hier drauf und dann siehst du den ganzen Rumpf ohne Fenster. Ja. Hier. Ja. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will eine 747, was weiß ich, was du auch immer haben willst, dann nehme ich diese Datei, mach die Fenster so, wie sie bei der 747 deiner Wünsche ist. Und wenn der Rumpf jetzt ein bisschen verändert werden muss, das ist alles kein Problem. Ich habe mir alle Schritte sozusagen gespeichert. Das heißt, ich nehme die Grundgeschichte wieder, hole mir die Sachen raus und baue die dann nach. Und dann ist es auch nicht mehr so aufwendig. Das ist der nächste Schritt in die Zukunft, dass wir die Flugzeuge selbst zeichnen. So, wir machen einen Sprung in den nächsten Tag, denn Hermann hat mich gerade zu Hilfe gerufen und hat gesagt, Gerrit, das ist zu viel. Und jetzt sitze ich tatsächlich hier an seiner Arbeit und ich habe da mal kurz reingeguckt und Hermann hat recht. Wir sind jetzt schon bei 29 Minuten ungefähr. Klar, da ändert sich noch ein bisschen was, aber eine Gerrits Tagebuchfolge ist zwischen 15 Minuten. Wir haben, glaube ich, mal 40 Minuten auch schon mal gemacht. Erneuerbare Energien-Video war zwar 3 Stunden, aber ganz ehrlich, wir haben so viele Themen, es ist so eine bunte Folge. Wir wollen jetzt nicht kürzen oder das Thema, was noch fehlt, was man hier schon im Hintergrund so ein bisschen ahnt, was wir gestern noch erlebt haben, jetzt irgendwie kürzer machen. Deswegen machen wir es mal besonders. Wir machen 2 Folgen draus. Ihr kriegt jetzt heute die Folge 99, nennen wir sie Punkt 1 oder wie auch immer. Und nächsten Sonntag gibt es dann die neue Folge Teil 2, 99.2. Denn wir waren bei der Feuerwehr gestern und wir hatten eigentlich gedacht, wir kriegen das neue EHLF der Hamburger Feuerwehr vorgeführt. Ob das jetzt so das Kleine gegen das Große halten, weil wir haben ja die Feuerwehr herausgefordert. Und das war ein so cooler Termin. Und ihr kennt mich, wenn das Thema Feuerwehr ist, dann der Termin war für 1 Stunde angesetzt. Die haben uns herauskehren müssen abends. Aber es ist halt so, wir haben alle einen Spieltrieb, auch die. Und den haben wir ausgelebt gestern ein bisschen. Man ahnt hier ja schon so ein paar interessante Bilderchen. Es war wirklich ein extrem toller Tag und es gibt unheimlich viel über das Thema Feuerwehr und auch unsere kleinen Autos zu erzählen. Das machen wir jetzt nächste Woche. Danach machen wir noch ein kleines Thema zur Flughafenfeuerwehr. Seid da schon mal gespannt drauf. Und was ich noch sagen wollte, Grüße gehen raus an Tobias, den Elektro-Trucker, denn ich war in Holland mit dem Anhänger und komme auf eine Ladestation und wer steht da? Tobias mit seinem großen 42-Tonner und war am Laden. Der kann euch unter YouTube-Channel Elektro-Trucker mal zeigen, wie weit die Elektromobilität bei LKWs ist. Ein super sympathischer Kerl. Grüße an dich, Tobias. Und ihr habt jetzt ja eine Woche Zeit, euch das mal anzugucken. Und ich kann es euch wirklich nur empfehlen, weil ich bin Pkw-Fahrer und man kriegt auch dadurch ein ganz anderes Gefühl, was es bedeutet, mit so einem großen LKW durch die Weltgeschichte zu fahren. Mein Weltbild von LKW-fahrenden Personen hat sich komplett verändert. Und Tobias ist wirklich super kurzweilig und sehr informativ. Ihr lernt unheimlich viel. Es würde mich freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Und wir sehen uns dann nächsten Sonntag beim nächsten Teil von Gerrits Tagebuch 99. Bis dahin, tschüss.